Also Spannende war ja, dass ich so im Vorfeld gedacht habe, oh Gott, wieder ein Führungsratgeber. Und will ich das überhaupt? Also will ich überhaupt wieder so die 10 wichtigsten Tipps fürs Thema Führung? Und dann habe ich gemerkt, nee, das will ich nicht. Da gibt es ja auch schon wunderbare Literatur auf dem Markt. Sondern was für mich eher spannend war, dass ich einfach so in meiner Erfahrung, wenn ich mit Führungskräften arbeite, und das darf ich ja jetzt schon seit über 20 Jahren, immer wieder gemerkt habe, dass das Thema für Führungskräfte ist, A, sie irgendwie erstmal ernst zu nehmen in so den Herausforderungen, die sie im Alltag haben, und B, schon mit ihnen gemeinsam mal zu schauen, wie können sie denn diese Herausforderung mit einer größeren Gelassenheit und auch mit einer größeren Souveränität vielleicht angehen und meistern. Und da ist das Interessante, dass ich so dann auch so 10 Herausforderungen, die die Führungskräfte aus meiner Sicht im Alltag so haben, mal bewusst herausgeschält habe. Ich sage auch ganz provokativ Kampfplätze dazu, weil meine Erfahrung ist, dass dort wirklich gekämpft wird. Ja, entweder mit anderen Menschen oder mit sich selbst, um dann zu schauen, wie können wir denn diese Kampfplätze verlassen? Also wie können wir diese Themen ein Stück weit lösen und befrieden? Das heißt, es ist ein Buch über einen Kampf, aber eigentlich über Frieden. Also wie kann ich raus aus dem Kampf kommen und wie kann ich wieder zu mehr Ruhe, zu mehr Gelassenheit und aus meiner Sicht einer der wichtigsten Kompetenzen von Führungskräften, nämlich wieder zu Souveränität kommen. Weil wenn ich sozusagen auch wieder mehr in meiner Souveränität bin, dann werde ich auch viel bessere Lösungen finden, auch mit allen Beteiligten, ob das System ist, ob das meine eigenen Führungskräfte sind oder ob das die Personen sind, mit denen ich führe. Das geht sogar so weit, dass ich sogar in private Bereiche mal vorstoße, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass selbst dort der Kampf mitunter weitergeht, um Fitness, um die perfekte Familie, um einfach so diese Vorstellung von einem guten Leben, was am Ende dazu führt, dass wir uns ganz häufig dann auch in so goldenen Käfigen wiederfinden. Und da will ich ein paar Anregungen geben, wie man auch dort mehr Leichtigkeit erfährt. Im Leben wie auch im Beruf. Und deswegen wahre Führungskraft.